Hey zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich sitze hier mit Julia und heute quatschen wir über ein Thema, das viele nervt, Abos kündigen. Klingt trocken, ist aber echt wichtig. Ja, hallo, ich merke das auch immer wieder. Du klickst schnell auf Abo starten, aber beim Kündigen ist es dann plötzlich kompliziert und man denkt so, warum denn bitte? Genau das. Ich hatte neulich so ein Streaming-Abo. Starten ging in 2 Klicks, super easy, aber kündigen? Boah, ich musste echt suchen, Einstellungen, Konto, nochmal Abo, dann verwalten und dann erst kündigen. Oh ja, diese Wege sind manchmal echt lang. Da gibt's sogar einen Begriff Dark Patterns. Das sind so Tricks im Design, die dich verwirren, damit du nicht kündigst. Nicht nett, aber leider häufig. Stimmt. Und ich habe gelesen, in Amerika sind oft noch mehr Klicks nötig als hier in Europa. Keine Ahnung, ob das immer so ist, aber viele sagen das. Man merkt echt, Firmen wollen dich behalten. Total. Ich hatte mal ein Fitnessstudio-Abo. Anmelden ging online in 5 Minuten. Kündigen musste ich vor Ort nur zwischen 12 und 4 Uhr. Da dachte ich echt ernsthaft, Leute, Oh Mann, das ist so typisch. Und wenn du arbeitest, schaffst du die Zeiten kaum. Dann verpasst du die Frist und zahlst noch einen Monat. Richtig ärgerlich. ja genau, die Frist. Vielleicht kurz erklären, Kündigungsfrist heißt, du musst rechtzeitig kündigen, zum Beispiel 1 Monat vor Ende. Wenn du zu spät bist, verlängert sich das Abo oft. Das ist so gemein. Und manchmal gibt's jetzt auch sowas wie einen Kündigungsbutton auf Webseiten, also ein klarer Knopf zum Kündigen. Nicht jede Seite hat das gut, aber immer mehr müssen das anbieten, wenn du auch online abgeschlossen hast. Das hilft echt. Aber man muss trotzdem gucken. Ich mache jetzt immer Screenshots, wenn ich künde. Also so ein Bild vom Bildschirm. Dann habe ich Beweis, falls später jemand sagt, wir haben keine Kündigung bekommen. Sehr guter Tipp. Ich speichere mir auch die Bestätigungs-E-Mail. Wenn die nicht kommt, schreibe ich dem Support kurz: Hey, bitte bestätigt mir die Kündigung. So habe ich was in der Hand, falls es Ärger gibt. Oh, Ärger, ja. Viele denken ja, ach, ich zahle einfach nicht mehr fertig. Aber das kann echt schief gehen. Dann kommt vielleicht Inkasso, also so ein Büro, das Geld eintreibt. Das ist unangenehm und teuer. Genau, nicht einfach die Zahlung stoppen, ohne zu kündigen. Das ist riskant. Besser offiziell kündigen, Bestätigung holen. Und wenn es per Lastschrift läuft, kann man zwar abbuchen lassen und dann zurückholen, aber das ist keine saubere Lösung. Ich habe auch schon gehört, manche nutzen Tools, die Abos verwalten. Also Apps, die dir zeigen, was du zahlst und dich erinnern. Das ist praktisch, wenn man viele Sachen hat. Ich vergesse das sonst echt. Ja, Erinnerungen sind Gold wert. Ich stelle mir im Kalender immer 2 Termine, einmal kurz nach Start, damit ich teste, ob ich's will, und einmal kurz vor Ende der Frist. Dann entscheide ich, behalten oder kündigen. Guter Plan. Und ich lese jetzt vor dem Buchen kurz die Kündigungsinfos. Nur 2 Minuten. Wie künde ich? Per Klick, per E-Mail, per Brief? Wenn es zu kompliziert klingt, überlege ich mir das Abo zweimal. Das mit dem Brief ist so nervig. Manche wollen wirklich ein Schreiben mit Unterschrift. Wenn's sein muss, dann halt so. Aber manchmal geht's doch auch per E-Mail, wenn man nett fragt. Ruhig mal probieren. Ja, freundlich schreiben hilft oft. Ich sag dann, geht die Kündigung per E-Mail? Bitte bestätigt mir das Datum. Wenn sie dann ja sagen, super. Und wenn nicht, plane ich die Öffnungszeiten ein und gehe hin. Apropos Geschichten, eine Freundin von mir hatte ein Software-Abo. Dann hat der Anbieter plötzlich wichtige Funktionen rausgenommen, ohne wichtige Info. Sie fühlte sich total veräppelt. Da merkt man, wie abhängig man manchmal ist. Oh ja, das habe ich auch gelesen bei Keysachen zum Beispiel. Plötzlich sind Modelle weg oder geändert. Leute sagen dann, hey, ich habe dafür bezahlt, ich brauche das. Sowas macht echt wütend und unsicher. Voll. Tipp für sowas: Schau, ob es monatliche Zahlungen gibt und nicht gleich ein Jahr. Monatlich ist oft teurer, ja. Aber du bist flexibler, wenn sich was ändert oder du unzufrieden wirst. Genau. Und bei kostenlosen Testmonaten direkt am ersten Tag eine Erinnerung setzen. Viele vergessen das und zack, bucht es ab. Nicht schlimm, aber ärgerlich. Eine kleine Notiz im Handy hilft so viel. Noch ein Wort, das viele nicht kennen: Widerrufsrecht. Ja, stimmt. Und kündigen ist nicht immer sofort stoppen. Manchmal heißt es erst am Ende der Laufzeit. Also nicht wundern, wenn du bis zum Monatsende noch Zugang hast. Ist ja auch okay, dann nutzt du es noch zu Ende. Und dort ist, bei sida Menschen die beschwögt, voll die Inst an der Tusses ist her dann der viele Kuh, einen Dikates in seiner Zug. By the way, manche Webseiten verstecken Kündigen unter Abo verwalten oder Zahlungen. Ich klicke dann alles durch und wenn gar nichts geht, schreibe ich dem Support und sag: Bitte zeigt mir den Weg in einfachen Schritten. Guter Move.
Und ich google manchmal Anbieter plus Kündigen plus Erfahrungen. Da findest du Tipps von anderen. Manche schreiben ganz genau, klick hier, dann da. Das spart Zeit und Nerven. Ich finde auch hilfreich ein kleines Dokument mit meinen Abos. Name, Preis, Intervall, Frist, Kündigungsweg. Klingt nerdig, ich weiß. Aber ey, es hilft echt, den Überblick zu behalten. Gar nicht nerdig. Ich habe das inzwischen auch. Und ich markiere jährlich in Rot, damit ich es nicht vergesse. Gerade die Jahresdinger sind gefährlich, weil man sie seltener sieht auf dem Konto. Stimmt. Übrigens, manche Banken bieten so Abo-Übersichten in der App. Nicht perfekt, aber schon okay. Da siehst du wiederkehrende Zahlungen und kannst überlegen, brauche ich das noch? Oh, noch was Wichtiges. Unterschied zwischen Zahlung beenden bei der Bank und Abo kündigen. Wenn du nur die Lastschrift stoppst, ist das Abo oft trotzdem aktiv. Also offiziell kündigen und die Zahlung nur als Notlösung stoppen. Ja, notfalls geht das, wenn es richtig schief läuft. Aber sauber ist erst kündigen, dann Bestätigung, dann ist Ruhe. Und wenn die Firma sich querstellt, ruhig bleiben und alles dokumentieren. Genau. Screenshots, E-Mails, Datum, Uhrzeit, Name vom Support, wenn du telefonierst. Klingt viel, aber hilft, wenn es Streit gibt. Dann kannst du sagen, schaut, hier ist alles. Manchmal fragen Leute, kann ich nicht einfach meine Karte sperren lassen? Ja, aber das löst nicht den Vertrag. Also besser fair bleiben, ordentlich kündigen und wenn es unfair wird, Hilfe holen, zum Beispiel bei einer Verbraucherberatung. Ich musste gerade lachen, weil mein Freund mal meinte, ach, wir zahlen einfach nicht mehr fertig. Ich so, nee, so leicht ist das nicht mehr heute. Früher ging das manchmal, heute gibt's halt Regeln und Fristen. Hey, kenne ich. Früher mit Dauerauftrag, da hast du einfach gestoppt. Aber Abos jetzt sind richtige Verträge. Gut, dass wir drüber reden, dann macht man's gleich richtig und spart Stress. Noch ein Minitipp. Zahl, wenn möglich, nicht überall mit deiner Hauptkarte. Für Tests nutze ich gern Prepaid oder virtuelle Karten mit kleinem Limit. Dann kann nicht viel schief gehen, falls ich was vergesse. Clever. Und wenn du kündigst, achte auf die Sprache im Formular. Manche machen so einen Button pausieren größer als kündigen. Pausieren heißt nur anhalten, nicht beenden. Ich habe das einmal verwechselt, ouch. Oh ja, ich auch. Und dann dachte ich, warum zahle ich wieder? Ja, ich hatte nur pausiert. Seitdem lese ich alles nochmal langsam. 2 Sekunden mehr, aber es spart Geld. Was ich cool finde, manche Anbieter sagen inzwischen klar, klick hier, in 2 Schritten ist die Kündigung fertig. So sollte es sein. Schnell, fair, transparent. Total. Und als Kunde bleibt man dann vielleicht sogar länger positiv. Weil man denkt, hey, die sind ehrlich, ich komme vielleicht später wieder. Das ist doch besser, als Leute zu ärgern. Absolut. Und wenn du merkst, dass du festhängst, frag ruhig nach Alternativen. Manchmal geht's per Chat oder E-Mail, auch wenn die Seite sagt, nur telefonisch. Einfach nett bleiben und um Hilfe bitten. Und wenn du dann die Bestätigung hast, speicher sie an einem Ort, wo du sie wiederfindest. Ich habe einen Ordner Kündigungen. Klingt langweilig, aber ich bin so entspannt, wenn ich was nachschauen muss. Kurzer Recap, vor dem Abo die Regeln checken, Erinnerungen setzen, Kündigung suchen, nicht nur Zahlung stoppen, Bestätigung sichern und bei Problemen dokumentieren und freundlich, aber bestimmt nachhaken. Yes. Und bei In-Person-Sachen wie Fitness, früh planen, Zeiten checken, vielleicht vorher per Mail fragen, ob es Ausnahmen gibt. Manchmal geht's dann doch einfacher, als auf der Website steht. Und wenn dir eine Firma wirklich Steine in den Weg legt, lass dich nicht einschüchtern. Ruhig bleiben, klare Worte und notfalls Beratung holen. Deine Zeit und dein Geld sind wichtig. Voll. Ich wünschte, kündigen wäre immer nur ein Klick. Aber bis das überall so ist, helfen diese kleinen Schritte. Und hey, man fühlt sich echt gut, wenn man wieder ein Abo weniger hat. Haha, ja, das ist fast wie Aufräumen im Schrank. Plötzlich ist da wieder Luft im Budget und man merkt, ich habe eh kaum geschaut oder genutzt, warum also zahlen? Alright, ich glaube, das war eine gute Runde heute. Wenn euch das geholfen hat, lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine Tipps mehr und es unterstützt uns mega. Und schreibt uns eure Abo-Stories in die Kommentare. Was war die fieseste Kündigung und welcher Anbieter war fair? Wir sind gespannt. Danke fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt entspannt und viel Erfolg beim Kündigen ohne Stress. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!